Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein weiteres super einfaches Plätzchenrezept. Und zwar backen wir Zitronengabelplätzchen. Dafür alle Zutaten für den Mürbeteig in eine große Rührschüssel geben, 300 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm kalte Butter in kleine Stücke geschnitten, ein Eigelb, ein Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Puderzucker, eine kleine Prise Salz und zum Schluss den Abrieb von einer großen, unbehandelten Bio-Zitrone dazugeben. Einfach die komplette Zitrone fein abreiben, den Abrieb zum Teig geben und anschließend alle Zutaten für ein paar Minuten mit den Händen durchkneten, bis daraus ein glatter Teig entstanden ist. Den fertigen Teig können wir danach sofort weiterverarbeiten. Als erstes formen wir zwischen den Händen kleine Kugeln aus dem Teig, alle Kugeln dann mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Insgesamt sollte der Teig für ca. 40 bis 45 Plätzchen ausreichen, je nachdem wie groß ihr die Kugeln macht. Anschließend bekommt jede Teigkugel noch das typische Gabelmuster. Dafür jede Kugel einmal vorsichtig mit einer Gabel flach drücken. Und so gehen die Plätzchen danach in den vorgeheizten Backofen für ca. 12 bis 13 Minuten bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unterhitze, bis alle Kekse eine leicht goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Gabelplätzchen aus dem Ofen holen. So sehen sie nach dem Backen aus. Jetzt kurz auf dem Backblech abkühlen lassen und danach bestreue ich sie noch mit etwas Puderzucker und anschließend könnt ihr sie servieren oder ihr lagert sie in einer Plätzchendose. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.